Hallo, mein Name ist Dennis Nikles. Ich verantworte das IoT-Geschäft der Deutschen Telekom. Was kann IoT wirklich an Nutzen für unsere Kunden bringen und wie kann es in der realen Welt wirklich eingesetzt werden? Das ist Sinn und Zweck der Reihe Dennis trifft. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ricarda, du bist ja sportlich heute Morgen schon unterwegs und das auf so einem tollen Fahrrad. Was hat es mit dem Fahrrad denn auf sich? Ja, also ich bin viel in ganz Deutschland unterwegs und kann mein eigenes Fahrrad eben nicht überall hin mitnehmen. Und mit Callabike steige ich aus dem Zug und kann deutschlandweit in 80 Städten aufs Rad steigen. Und das ist zum einen ungeheuer praktisch, aber auch nachhaltig, weil ich kein eigenes Auto brauche oder kein Auto mieten muss. Callabike gibt es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren und das ist auch sehr erfolgreich angelaufen. Und die neuen Fahrräder sind ja auch wesentlich intelligenter. Und um smarte Geräte wie dieses Fahrrad geht es ja auch in unserer Serie. In der ersten Folge hatten wir zum Beispiel den smarten Abfallcontainer oder Aktenvernichter. Was ist denn das Intelligente an diesem Fahrrad? Also intelligent ist schon mal dieses ganzheitliche Mobilitätserlebnis aus Bahn und Bike. Und die neuen Fahrräder lassen sich aber auch einfacher ausleihen. Und einfacher bedeutet in dem Fall auch schneller. Wir hatten Nutzer, die uns gesagt haben, dass sie manchmal Probleme mit dem Ausleihvorgang hatten. Und das wollten wir ändern. Und in der neuesten Generation der Fahrräder fährt jetzt IoT-Technologie der Telekom mit. Ja, und verbessert haben wir ja vor allen Dingen diesen Teil des Fahrrads hier. Das ist das intelligente Schloss. Dort steckt jetzt eine neue Art der Technologie drin, LTE-M-Technologie, eine Weiterentwicklung der normalen LTE-Technologie. Und damit ist das Schloss auch in der Lage, Daten schneller zu senden und zu empfangen und damit den Ausleihvorgang deutlich zu verkürzen. Der Nutzer scannt ja mit der App diesen QR-Code auf dem Schloss ein und innerhalb von wenigen Sekunden öffnet sich dann das Schloss und der Fahrer kann losradeln. Zeitgleich können wir mit dem Schloss und mit der Funktechnologie da drinnen natürlich auch die Fahrräder orten und das wird mir dann in meiner App natürlich angezeigt, wo ich so ein Fahrrad auch finden kann. Das ist ja auch ein Vorteil. Genau, und die Funktechnologie, die drin steckt, ist auch viel stromsparender als vorher. Das hat einen wesentlichen Vorteil für uns. Wir müssen die Fahrräder viel, viel seltener einsammeln und aufladen, was uns natürlich Kosten spart. Und die Solarzellen, die hier in dem Frontkorb verbaut sind, die versorgen die Elektronik der Räder zusätzlich mit Sonnenenergie. Wir haben außerdem hinten rote und grüne LEDs verbaut, die anzeigen, ob das Rad ausleihbar ist oder nicht. Wenn du ein Rad zurückgeben willst, siehst du an der Farbe der LEDs zudem, ob du es an der aktuellen Position zurückgeben kannst. Hört sich nach einer guten Kundenerfahrung an, wenn man sich so ein Fahrrad ausleiht. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir zusammen gemacht haben. Wir haben ja auch noch ein weiteres Stück Zukunft mit eingebracht. Ja, wir haben ja auch eine Cloud-basierte Applikation, nennt sich IoT Solution Optimizer, mit der sich IoT-Projekte planen und auch umsetzen können. Und das haben wir auch bei diesem Projekt gemeinsam gemacht und zusätzlich nutzt die Deutsche Bahn aus der Cloud die Digital Twins Technologie, das heißt ein virtuelles Abbild dieses Fahrrads hier, um zum Beispiel Neuentwicklungen zu testen und wirklich zu testen, wie verhält sich so ein Fahrrad, wenn zum Beispiel sich Wetterbedingungen ändern. Ja, wir haben eben über die Solarzellen gesprochen. Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Empfangsbedingung der Konnektivität im Schloss dann auch auf den Energieverbrauch des Fahrrads, weil es soll ja möglichst lange auch halten. Und damit sind wir auch in der Lage, dann tatsächlich Fehlinvestitionen zu vermeiden und Ressourcenverschwendung zu verringern. Und das ist ja dann genau nachhaltig und das nennen wir dann so Green IoT und damit leisten wir dann gemeinsam mit der Deutschen Bahn, letztendlich mit dem nachhaltigen Konzept, einen Beitrag für unser soziales Zusammensein und das ist ja auch gut. Die neue Technologie hilft uns auch bei allen Prozessen rund um die Bikes. Also wir haben jederzeit volle Transparenz über die gesamte Flotte. Wir können unsere Prozesse zum Beispiel in den Werkstätten optimieren und am Ende ist auch der Diebstahlschutz gestiegen. Wir hatten ja 3 Ziele, die wir verfolgt haben. Ich nenne das immer die 3 E's. Einmal den Entleihvorgang verbessern, Kundenerfahrung steigern. Zweitens die Empfangssituation am Fahrrad verbessern. Und drittens auch die Effizienz verbessern. Das heißt, wie lange hält eigentlich der Akku, der auch dort eingebaut ist. Haben wir aus deiner Sicht die Ziele erreicht? Ja, also gerade dieses Weiterentwickeln mit uns und euren Partnern ist für uns ganz entscheidend in der Zusammenarbeit mit der Telekom IoT. Ihr liefert ja nicht nur die blanke Konnektivität, sondern unterstützt uns auch mit Workshops, mit Consulting, mit Modulzertifizierungen und mit Beratung. Und deshalb entwickeln wir Callabike auch permanent weiter. Und die IoT-fähigen SIM-Karten helfen uns zum Beispiel dabei, wenn wir neue Anwendungen ausrollen, dass wir nicht die gesamte Flotte austauschen müssen, was Kosten spart. Und das ist am Ende auch ein Punkt grüner und nachhaltiger Mobilität. Ja. Ricarda, vielen Dank, dass du heute mit deinem Fahrrad da warst und weiterhin gute Reise.
Das zeigt mal wieder auch am Beispiel dieses Fahrrads, wie einfach man mit IoT Geschäftsabläufe digitalisieren kann und das mit vergleichsweise geringen Aufwand. Und dieses Beispiel ist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass IoT einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in unserem Leben leisten kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und seid gespannt auf die nächste Folge.